Guten Tag, Herr Müller. Sie wurden unserer Bank als Experte empfohlen, um uns bei unserer Standortwahl für neue Bankautomaten zu unterstützen. Herr Fink ist unser Mitarbeiter, der mit diesem Thema betraut wurde. Guten Tag und vielen Dank für Ihre Einladung. Darf ich Ihnen kurz unsere Vorgehensweise erläutern? Bei der geografischen Datenanalyse steht am Anfang das Herausarbeiten, welche Daten für die Entscheidungsfindung relevant sind. Diese priorisieren wir dann. Im letzten Schritt entscheiden wir, wie diese Daten auf der Landkarte optimal dargestellt werden. Daraus leiten wir dann die Entscheidung ab, also wo die Automaten konkret stehen sollen. Also starten wir gar nicht mit einer Karte? Dabei hätte ich schon so viele Ideen. Moment. Gedulden Sie sich noch ein bisschen. Zunächst überlegen wir uns, mit welchen Metriken wir die Entscheidung fällen, wo ein Automat stehen soll. Welche Kriterien sind denn da für Sie relevant, Herr Fink? Okay, Also zunächst müssen wir wissen, wo wir schon Bankautomaten haben, denn wir wollen ja Lücken finden. Dann müssen wir natürlich noch wissen, wo viele Leute wohnen, damit die Bankautomaten nah an den Menschen sind. Und dann wollen wir auch noch die Bankautomaten unserer Partnerbank berücksichtigen, damit wir uns möglichst nicht gegenseitig das Geschäft wegnehmen. Und dann ist es natürlich immer von Vorteil, wenn ein Supermarkt in der Nähe ist, da können wir die Bankautomaten gut platzieren. Sehr gut. Da haben wir also 4 Entscheidungsmetriken definiert. Bevölkerungsdichte, existierende Bankautomaten Ihrer Bank, Bankautomaten Ihrer Partnerbank und Supermärkte. Passt das? Prima. Der erste Schritt ist damit bereits getan, Herr Fink. Durch die Einzeichnung der vorhandenen Bankautomaten bekommen wir zunächst einen Überblick über die Abdeckung der Region. So können wir eventuell bereits Versorgungslücken auf der Karte erkennen, welche Potenzial für einen neuen Bankautomaten liefern. Wie ich sehe, haben wir 7 Versorgungslücken, die sich auf der Karte abzeichnen. Nun sehen wir uns einmal an, wo Ihre Partnerbankautomaten hat. Wie Sie sehen, sind noch 4 Lücken übrig geblieben, bei denen kein Bankautomat zu sehen ist. In den 3 Lücken, die verschwunden sind, hat Ihre Partnerbank bereits einen Bankautomaten, welcher von Ihren Kunden kostenlos mitbenutzt werden kann. Somit sind diese 3 Standorte ja direkt aus dem Rennen. Großartig! Und jetzt? Lassen Sie uns nun schauen, wo wir Supermärkte haben. Wir haben jetzt hier die 4 Lücken. 3 davon sind in der Nähe eines Supermarktes. Hier wird es für Sie besonders günstig, einen Automaten aufzustellen, denn hier liegt es auch im Interesse des Supermarktes, einen Bankautomaten zu haben, als Kundenservice sozusagen. Jetzt müssen wir die übrig gebliebenen Standorte nur noch durch weitere Analysen überprüfen, zum Beispiel eine Gesamtkosten-Nutzen-Analyse. Da wir aber wissen, worauf wir uns fokussieren müssen, sollte dies in der restlichen Zeit gut zu schaffen sein. Übrigens, Sie können durch diese Visualisierungen auch Datenfehler schnell erkennen. Herr Fink, Sie als Experte hätten auf der Karte sofort gesehen, wenn einer Ihrer Automaten gefehlt hätte oder an einer falschen Stelle aufgetaucht wäre. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sehen da nur eine Liste mit Hunderten von Automaten. Da finden Sie nie den Fehler. Ja, da haben Sie absolut recht. In langen Listen verschwimmen einem die Daten vor Augen. Sie haben uns durch die Visualisierung auf der Karte eine Menge Analysearbeit erspart. Wir haben Schritt für Schritt eine Entscheidungsvorlage erarbeitet, die gut nachzuvollziehen ist. Herr Müller, Herr Fink, die 3 gewählten Standorte können wir nächste Woche direkt der Geschäftsführung vorstellen. Wirklich überzeugend.